Die Blockflöte ist eines der allerältesten Musikinstrumente der Welt. Ganz früher wurde sie in Knochen hergestellt und so gespielt. Viel später, im späten Mittelalter und dann vor allem in Renaissance und Barock, wurden die Blockflöten vor allem auch im Konsort gespielt, das heißt in der Familie von verschiedenen Instrumenten, von groß bis klein. Aber nicht nur die Größen sind unterschiedlich bei den Blockflöten, sie hat sich auch unglaublich entwickelt, in dem, wie sie sein sollte und wie sie klingen sollte. Damals, in der Renaissance, war die Blockflöte ein vollklingendes, relativ grundtöniges und starkes, direktes Instrument. Dies ist eine Renaissance-Blockflöte, eine Tenorblockflöte und könnte in etwa so ein Konsortinstrument von damals gewesen sein. Zu dieser Zeit klangen die Blockflöten noch nicht so süß wie im Barock, eher grundtönig, direkt und gar nicht mal so leise. Hin zum 18. Jahrhundert gab es auch einen großen Wechsel in der Ästhetik. Die Blockflöte wurde zur Flauto dolce, zur süßen Flöte. Und das sieht man nicht nur, dass eine Barockblockflöte anders aussieht, man hört es auch. Und das Hauptinstrument in unserer Familie von ganz klein bis riesig über 2 Meter ist denn die Altblockflöte. Sie wurde dafür eingesetzt, die solistischen Werke vornehmlich in der Barockzeit auszuführen, weil sie in der Lage nicht zu tief, nicht zu hoch, ein bisschen brillant, aber nicht zu sehr ist. Die Blockflöte war damals eines der beliebtesten Instrumente, um Diminutionen zu spielen, später dann eben auch das konzertante Neuerlebnis mitzuerleben, nämlich das solistische Instrument des Barock. Berühmte Komponisten Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach in den brandenburgischen Konzerten und vielen Kantaten, Georg Friedrich Händel und viele mehr haben für die Blockflöte solistisch geschrieben. So wirklich im Zentrum des Musikerdaseins standen die Blockflötisten und die Blockflöte noch nie. Es war immer eine Art exzentrisches Instrument, welches eingesetzt wurde für sehr besondere Stimmungen. Ich denke da an Todeskantaten in Bachs Musik. Ich denke an wunderschöne verliebte Szenen in Händel-Opern oder eine Freiheit mit Luft- und Vogelgezwitscher in vielen Werken. Das heißt, die Blockflöte war so immer etwas Besonderes, Exotisches, um diese Stimmungen darzustellen.